Ich komme durch die Mediterranean Sea mit dem Schiff. Das dauert 1,5 Jahre. Ich war ganz alleine, 15 Jahre alt. Meine Familie, sie sind nicht mitgekommen. Genau genommen haben wir nicht das Thema zum Thema unseres Forums gemacht, sondern die Preisträgerschulen, die in unserem Netzwerk versammelt sind, haben quasi in einer Bewegung, die immer mehr Dringlichkeit vermittelt hat, gesagt, das ist etwas, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und haben letztlich damit auch die Deutsche Schulakademie damit mandatiert, dieses Thema jetzt zu ihrem ersten Thema zu machen, um eine Plattform zu schaffen, zu sammeln, zu sichten, zu sortieren, was jetzt gerade ansteht. Ich konnte nicht zur Schule gehen, ich konnte nicht Deutsch lernen, weil sie haben gesagt, du bist 17 Jahre alt, du bist fast hier 18, du kannst nicht jetzt zur Schule besuchen, du kannst nur hier bleiben, essen und schlafen. Schule ist zentral, und zwar vom ersten Tag an. Für die Jugendlichen, die unterwegs waren, gerade längere Zeit, die brauchen eine Tagesstruktur, die müssen wieder normalisiert werden, die müssen stabilisiert werden. Und Schule schafft dafür den Raum, dass die Jugendlichen vom Tag des Ankommens an wieder eine Perspektive haben. Jetzt in jeder Stadt viele Durchkursen, viele Möglichkeiten, dass die Leute, Flüchtlinge, durchlernen können. Und in 3 Jahren habe ich das durchgelernt, was ich gerade vor Ihnen spreche. Es gibt keinen fertigen Plan für alle Schüler. Was bedeutet, die Schüler kommen zu uns, wir gucken uns an, wer kommt da und was braucht dieser Schüler. Und je nachdem, was sie mitbringen, kriegen sie dann ein völlig individuelles Angebot. Ein Modell, das hier funktioniert, muss nicht in einem ganz anderen Teil Deutschlands funktionieren. Und das ist, warum ich auch immer sage, es geht nicht nur um Transfer, sondern es geht um Transformation plus Transfer, dass man überlegt, unter welchen Bedingungen sind jetzt welche Schritte, Konzepte besonders sinnvoll und unter welchen nicht. Und ich habe auch eine Frage gestellt. Wie soll ich 100% geben, wenn ich immer Angst habe, zurückgeschickt werde? In dem Moment, wo eine Fluchtgeschichte ein konkretes Gesicht bekommt und eine individuelle Geschichte wird, in dem Moment kommt einem vieles, was in der Politik gesagt wird, abstrus vor. Es sind menschliche Schicksale, die dahinter stehen, und es sind Einzelpersonen, die man kennenlernt und gern hat und merkt, die haben auch Ziele, Wünsche, Träume, wie wir alle. Und wir unterscheiden uns nicht. Das alles sind Phänomene, die haben wir bereits mit den Zuwanderungskindern seit Jahren und Jahrzehnten. Sie bekommen jetzt nochmal eine Verschärfung und vielleicht im besten Fall eine Klarheit und eine Klärung, was wir in diesem Fall tatsächlich an Schulentwicklung brauchen. Und es geht wie immer um die Vielfalt, der man auch nur mit Vielfalt begegnen kann. Und in diesem Fall mit einer Vielfalt von Konzepten.